Guten Morgen, Marina und ich sind in Mexiko unterwegs, Mexiko Palenque, und wir nehmen jetzt gleich den Zug, den Tren Maya, nach San Francisco de Campeche. Wir befinden uns jetzt vor dem Busterminal in Palenque und nehmen jetzt ein Taxi zum Bahnhof, 3 Kilometer entfernt. Es ist 5:08 Uhr und hoffentlich schaffen wir es pünktlich zum Zug um 9 Uhr. Guten Morgen. Morgen. Wie ihr sehen könnt, ist hier ein bisschen Verkehr vor dem Busterminal und ja, es ist nur 3 Kilometer entfernt zum Bahnhof und wir hoffen stark, dass wir das pünktlich schaffen. Hier seht ihr die Buchstaben von Palenque. Ciao Palenque. Es ist sehr heiß, so früh am Morgen, und Palenque befindet sich in Chiapas. Chiapas ist ein Bundesstaat von Mexiko im Süden, an der Grenze zu Guatemala. In Palenque gibt es sehr viele schöne Wasserfälle und archäologische Stätten mit Pyramiden von Mayas. Ja, wir verlassen heute Chiapas und fahren mit dem Tren Maya nach San Francisco de Campeche in Campeche und nehmen euch mit. Viel Spaß! ¿Tiene experiencia con el Tren Maya? No, aún no me he subido. ¿O ha escuchado a alguien con experiencia en el Tren Maya? Pues de todas las personas que he ido a buscar, que a veces, la verdad, les encanta. Ah, ok. O sea, bueno, las experiencias son más buenas que malas. Ya, Sí. Mucha gente que, bueno, es como más ambientalista y eso, pues no les gusta como que alguna parte del recorrido porque sí se ve la selva, ¿no? Un poco destruida, pero bueno, es parte del progreso, ¿no? Sí, pues es inevitable si uno va a construir algo que se destruya una parte de lo que está en ese lugar, ¿no? Sí, así es. Por ejemplo, en Cancún se destruyen muchos manglares para construir hoteles y ahí nadie dice nada. Pero sí, pues como hay mucha gente que está en contra de Andrés Manuel, entonces como que le van tirando más a eso, ¿no? Ah, ya. Ça ensuite a créé des hôtels pour les touristes, c'est ça? Non. Dans la forêt? Oui, il dit que les gens ils se plaignent que à cause du train on détruise un petit peu la jungle, mais personne ne se plaint de tous les hôtels de luxe qui sont construits à Cancún pour lesquels il faut détruire des mangroves. Ah oui. Donc c'est un peu... Ouais, de mesure. C'est pour mettre des bâtons dans les roues à l'ancien président. Voilà. Ah oui, d'accord. Je cherche un petit peu l'aiguille dans la paille, dans le tas de paille. Ouais. ¿Y ustedes de Chiapas? Sí, de aquí de Palenque. Ah, ok. ¿Y aún no sabe, hay un transporte público que lleve también a la estación del Tren Maya o por el momento solo es posible ir en taxi? Actualmente el ADO da el servicio colectivo, cobra 40 pesos por persona. Creo que sale a las 7:15 de la mañana a la estación del tren. Igual en la noche, que llega el tren aproximadamente entre 7 y 7:30 de la noche, igual llega el ADO, pero mucha gente compra sus boletos desde Cancún o Mérida o Campeche, del lugar de donde vienen, ¿no? Ah, ya, ok. Y aparte pues nosotros igual les brindamos el servicio. De hecho Palenque es la única estación en donde podemos entrar los taxis a hacer servicio al tren. Y el costo es de 150 al centro. Ya hoteles un poquito más lejanos, pues ya 200, 250 dependiendo la distancia. Ah, ya. Sí, es que nuestro Airbnb quedaba realmente a 5 minutos caminando de la estación de la OCC. Entonces optamos por el taxi, pero no sabíamos si había un transporte público que también nos podría llevar al tren, porque... Sí, solamente prácticamente taxi y ahorita lo que es el ADO. Ah, ok, pues está muy bien, ¿no? Que el ADO ofrezca ese servicio. Así es. Y algunas agencias de viajes cuando ya compran el tour completo, igual ya
le brindan el servicio a la estación. Pues muchas gracias por la información. Sí, estuvimos ahí en San Cristóbal, fuimos al Cañón del Sumidero, estuvimos 3-4 días en San Cristóbal y sí, ojalá la próxima vez sí, porque La verdad, uno siempre... hubiera valido la pena bastante visitar Sinacantán, ya que ahí prácticamente su economía principal es la elaboración de textil y la producción de flores. Sí, visitamos el Museo de Textil en San Cristóbal de las Casas y pues sí me hubiera gustado ir a los pueblos, pero pues siempre andamos un poco cortas de tiempo, ¿no? Sí. Pero la próxima vez, porque sí me gustó mucho y seguramente volveré. Sí, pero no se preocupe, no se ve su... No se usted. No tengo problema por eso, nada Okay. más curiosidad por lo que viene comentando. Sí, no grabo las Imaginé que personas, tenía, las caras sin pedir permiso. Entonces ese es el edificio de la estación. Así es. Palenque ist Station Nummer 1 des Tren Mayas, man könnte sagen Terminal vom Tren Maya. Hier fängt alles an, deswegen seht ihr hier so einen großen, schönen Bahnhof, ein bisschen in Form einer Pyramide. Ich freue mich sehr darüber, diese Erfahrung mit euch teilen zu können. Ja. Da hinten könnt ihr sehen, wie der Zug ankommt. Und wir sind hier an der wunderschönen Station Palenque vom Tren Maya und werden jetzt in den Bahnhof reingehen. Der Zug ist bereit, er wartet auf uns. Da hinten, er hat auch schon gehupt und los geht's. Hinter mir also die Station in Palenque vom Tren Maya, Station Nummer 1, Terminal des Tren Maya. Ich mache mal eine kurze Runde mit euch, damit ihr seht, wie es hier aussieht. Das ist die Station von außen. Sehr schönes Gebäude, erinnert an eine Pyramide. Und hier auf der linken Seite kam der Zug. So sieht es aus im Bahnhof Tren Maya. Da vorne steht auch schon der Zug. Hier gibt es einen kleinen Shop. Das ist der Eingang. Sehr, sehr schön. Und hier vorne seht ihr auch eine Karte vom Tren Maya, welche Stationen er fährt. Und wir befinden uns hier unten in Palenque, Station Nummer 1. Und wir fahren nach San Francisco de Campeche, das ist hier oben. Und das ist die ganze Halbinsel von Yucatan. Yucatan, Quintana Roo, Campeche. Hier unten ist Guatemala und wir waren eben hier in Chiapas. Je pense pas du Tren Maya. Beaucoup la communauté n'est pas la mienne. Tren Maya, c'est super beau, c'est super grand, hyper clean, c'est à la forme d'une pyramide et on a l'impression que c'est dégagé comme un accès aéroport mais en mieux parce que c'est plus accessible, il n'y a pas autant de souffrance psychologique. J'ai trop hâte de tester, ça a l'air hyper chouette et tout le monde se prend en photo donc c'est un événement, voilà. J'espère que vous aurez l'occasion de le tester. Ciao, bye. So, hier vorne sieht man die Kontrolle. Da muss man seinen Pass und sein Ticket zeigen.
Aktuell läuft es noch manuell, aber hier auf der linken Seite sieht man, dass es demnächst auch bald automatisch ablaufen wird. Aber aktuell läuft es eben hier manuell. Da wird man eben kontrolliert von Mitarbeiterinnen hier im Bahnhof. Ticket kann man online kaufen und Pass vorzeigen oder Ausweis und dann geht's los. So, hier wird noch ein bisschen die Koffer kontrolliert. So, wir haben die Sicherheitskontrolle geschafft und die Damen waren sehr, sehr freundlich. Die Wasserflasche ist durchgekommen, problemlos, wurde akzeptiert und wir sind jetzt hier im Wartebereich vom Zug. Hier ist die Kontrolle, hier ist der Wartebereich mit einem netten Herrn, der ein bisschen erklärt, wie der Zug funktioniert, nehme ich an. Ich habe noch nicht zugehört, aber er erzählt, glaube ich, die Vorteile von Tren Maya. Hier ist also der nette Wartebereich, Sicherheitskontrolle. Ein sehr luftiges Gebäude, sehr atmungsaktives Gebäude und hinter mir seht ihr auch den Zug. Der Herr erklärt, wie der Zug aufgebaut ist, welche Waggons es gibt und wie man im Prinzip in den Zug einsteigt. Und es ist in Mexiko, gab es ganz früher Züge. Meine Mutter hat noch Züge gekannt und es gibt auch Züge für Warenverkehr, aber für den öffentlichen Verkehr, für den Personenverkehr ist es aktuell schon sehr innovativ. So, wir nähern uns ein bisschen dem Zug. Mexiko ist 5-mal größer als Deutschland. Aktuell wird in Mexiko viel geflogen und Auto gefahren. Natürlich ist das entstanden, weil es in Mexiko viel Öl gibt und dadurch auch viel man gut tanken kann. Aber der Zug ist ein anderes Fortbewegungsmittel, hoffentlich mit einer besseren ökologischen Bilanz. So, man wird jetzt hier aufgerufen, je nachdem welche Klasse man gebucht hat. Wir sind im Waggon 2T für Touristen. Jetzt fährt erstmal die Premium-Klasse, hat jetzt erstmal Vorrang. Ich glaube, wir müssen erstmal hier außen rumlaufen. Es ist logistisch noch nicht alles perfekt, denn der Zug hat wirklich sehr, sehr kürzlich erst eröffnet. Im Moment ist noch Klasse Premium und 2T, wir dürfen jetzt auch 2T und so, Marina und ich sind jetzt auf dem Weg zum Zug. Wir laufen hier also außen rum zum Gleis. Ja, wie ihr seht, hier sind eigentlich die Durchgänge, die automatischen, aber die sind noch brandneu eingepackt. Und weiter geht's, wir sind jetzt hier auf dem Gleis. Sieht alles sehr, sehr schick aus. Da ist der Zug. Wir machen noch kurz ein Foto. Das Foto ist im Kasten. Brandneuer Zug. Und hier sind einige Security-Agenten, die einen einweisen, wo man in den Zug steigt. Hier ist die wunderbare Natur. Da ist Marina. Und das Einsteigen läuft sehr geschmeidig, sehr angenehm. Hier ist der Bistrowagen. Hola, ¿dos té? ¿Coche 2? Sí. Gracias. Hola. Buen día, bienvenidos. So. Apachurramos el botón verde para poder ingresar en cada vagón, por favor. Gracias. So, ganz schicker Zug. Es gibt Platz. So, wir müssen jetzt hier noch durch den Bistrowagen. Wir haben reservierte feste Plätze. Super schicker Zug. Mit allem, was man so braucht zum Reisen. Hier eine Kofferablage und wir haben die Sitze 17, 18. So sieht der Zug aus. So ist der Blick. Neben dem Bahnhof ist noch ein
Parkplatz. Falls jemand mit dem Auto kommt, kann das Auto hier stehen bleiben. Quelle a été ton expérience dans le train Maya jusqu'à présent, Marina? Alors j'ai un petit peu stressée quand elle a commencé à ouvrir ma valise parce que je me suis dit que j'allais jamais pouvoir la refermer. Quoi d'autre? Non, très simple, très facile, très spacieux, bien plus que les TGV français d'ailleurs. Hyper propre, ça aussi plus que les TGV français. Ouais, je crois que la Tunisie, tu disais que le train venait de France justement. Il me semble que c'est une construction française, oui. Ouais, faudrait voir. La Tunisie, faudrait vérifier ça, oui. Je sais pas si elle est universelle, mais c'est vrai qu'elle fait assez française. Et je crois qu'en France, ils ont des trains plutôt Mitsubishi à la base. Faudrait revérifier si c'est pas des trains japonais. Enfin, faut voir. Mais voilà, c'est spacieux, c'est propre. Les gens tous, comme partout. Et il y a un petit bar derrière nous qu'on a hâte de tester. Je pense pas qu'ils aient des chilaquiles, mais au moins des petites chips. Voilà. Merci beaucoup Marina. Ouais, voilà, c'était Marina en direct de Tren Maya à Palenque. Tren Maya Palenque. La suite plus tard. Ouais, c'est ça. Oh, es geht los, wir fahren los. Der Zug bewegt sich. Es ist natürlich ein historisches Ereignis, deswegen machen viele Fotos und Videos von der Abfahrt. Ah, ouais, la place, sympa. So, ich habe 2 freie Plätze hier direkt hinter mir erwischt und hier fährt der Zug ab aus Palenque. Wir freuen uns sehr, dass wir dieses historische Erlebnis mitmachen dürfen im Tren Maya. Dieser Zug fährt nach Cancún. Vielleicht ist es die Endstation Cancún. La próxima estación es Boca del Cerro. Next station is Boca del Cerro. Ja, jetzt wurde die Durchsage aktualisiert. Die nächste Station ist Boca del Cerro. Bis San Francisco de Campeche haben wir 6 Stationen und circa 4 Stunden, 4,5 Stunden. Der Zug ist pünktlich abgefahren. Er ist wirklich sehr bequem. Man hat viel Platz für die Beine. Aber das zeige ich euch gleich, wenn wir hier rausgefahren sind. Es gibt auch Sicherheitskameras. Der Zug ist wirklich bequem. Ich habe einen Pullover angezogen, denn ja, die Klimaanlage ist okay, mir ist noch nicht kalt, aber einen Pullover brauche ich auf jeden Fall immer, wenn die Klimaanlage läuft. Und ich zeige euch, wie hier die Sitze sind. Sehr bequem, viel Platz, für meinen Geschmack, passt hier gut rein. Man kann hier die Armlehnen anpassen, den Kopf anlehnen, hier bequem schlafen. Man hat auf jeden Fall genug Platz hier für die Beine. Ich kann meine Beine gut ausstrecken und ich bin mir sicher, hier seht ihr, wie viel Platz ich noch habe und ich bin 1,68 groß. Hier ist noch ganz viel Platz. Ich habe meinen großen Rucksack hier. Ich sitze gerade aktuell nicht an meinem Platz. Hier ist ein Netz, hier ist noch was für die Füße abzustellen, noch ein Tisch. Hier kann man seine Sachen aufhängen und es gibt auch eine Steckdose, hier USB-Ports und eine normale Steckdose, also eine mexikanische Steckdose, um das Handy aufzuladen. Ja, sehr, sehr bequem die Sitze. Oben kann man sein Gepäck hin tun. Und das Personal ist sehr freundlich. Hier wird auch nochmal gewischt. Ja, typische mexikanische Freundlichkeit. Sehr freundliches Personal. Der Zug ist unglaublich sauber und sehr bequem. Also ich freue mich auf die Fahrt. Ja, die Stimmung ist super entspannt am Bord des Zuges. Die Zuggäste quatschen. Manche laufen auch herum und machen Fotos. Und ihr könnt die Landschaft euch angucken. Wir haben unsere
auf der Internetseite gekauft. Man kann sie auch direkt vor Ort an der Station kaufen. Ich habe schon vor Monaten Zugtickets kaufen wollen, aber vor Monaten war das noch nicht möglich. Deswegen war ich mir nicht sicher, ob die Internetseite funktioniert oder nicht. Aber vorgestern haben Marina und ich das Glück gehabt, noch online 2 Tickets kaufen zu können. Das klingt wirklich sehr, sehr einfach auf der Internetseite. Deswegen, ich weiß nicht, wie lange im Voraus man seine Tickets kaufen kann, aber Monate im Voraus nicht, vielleicht 1-2 Wochen. Circa im Voraus kann man seine Zugtickets kaufen, um mit dem Tren Maya zu fahren. Wir haben sie eben vorgestern gekauft und hatten Glück, noch Plätze zu bekommen. Ich glaube, es waren wirklich die 2 letzten Plätze, deswegen sitzen wir auch rechts und links vom Gang, aber trotzdem nebeneinander. Und interessanterweise sind die 2 Plätze hinter mir komplett frei. Die Leute sind anscheinend nicht gekommen, deswegen kann ich jetzt hier sitzen und filmen. Ja, ich habe eben gehört, dass es noch im Zug noch eine Ticketkontrolle geben soll. Das werden wir gleich sehen, aber wir haben ja unsere Tickets, deswegen alles tippitoppi. Und auf der Internetseite kann man eben sein Ticket kaufen mit Kreditkarte. Und es gibt mehrere Klassen. Es gibt die Premium-Klasse und dann gibt es die Touristenklasse. Die Touristenklasse ist auch nochmal aufgeteilt in nationale Touristen, internationale Touristen und lokale Zuggäste. Dementsprechend sind auch die Preise für internationale Touristen ist es etwas teurer und für lokale Menschen etwas günstiger. Genau. Schaut selber euch die Preise an. Ich fand den Preis wirklich in Ordnung. Natürlich nicht günstig, wenn man kommt drauf an, ne, wie viel man verdient und so weiter. Ich möchte jetzt nicht in eine Diskussion einsteigen, aber kommt natürlich auf die eigenen finanziellen Mittel an, ob man das jetzt teuer findet oder nicht. Ich fand es in Ordnung, den Preis. Die Deutsche Bahn ist da wirklich teurer. Ja, wenn ihr Fragen habt zum Tren Maya, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Die Landschaft ist wirklich schön. Pferde, Kühe, Bäume. Ja, man kann es sich gut gehen lassen im Zug. Wir sind wirklich kurz vor knapp aufgestanden. Und Richtung Zug, ich konnte ja auch nicht einschätzen, wie lange das ungefähr dauert, wie kompliziert die Sicherheitskontrolle ist und so weiter. Aber es ging wirklich alles sehr geschmeidig und es war wirklich alles sehr, sehr angenehm. Hier ist eine Palmenplantage und Kühe. Anscheinend eine Palmenplantage. Nehme ich an, ich kenne mich natürlich nicht aus, aber der Tren Maya wurde eingeweiht dieses Jahr, 2024. Meine Tante war tatsächlich dabei mit dem Präsidenten und hat mehrere Stationen eingeweiht von dem Tren Maya. Er ist, so viel ich weiß, ja, die Ticketkontrolle ist da. Also ich habe eben das Ticket online gekauft und dann eine E-Mail bekommen, eine PDF-Datei, wie wir das in Deutschland auch kennen. Und das zeige ich jetzt vor, das wurde dann auch gescannt, vorhin im Bahnhof und wird jetzt auch erneut kontrolliert. Vamos al bar. Un café. Ja, Marina möchte einen Kaffee trinken, deswegen gehen wir jetzt uns den Bistrowagen angucken. So, gibt es alle möglichen Chips, Getränke. Sehr schick, sehr stylisch hier. Sache. Und auch mexikanisches Marzipan, mexikanische Süßigkeiten. Buenos días, chicas. Hola, buenos días. ¿Qué les podemos ofrecer? ¿Espresso? Qu'est-ce qu'on a ici? El expreso es una mínima carga, ¿ok? Café concentrado, ¿está bien? Creo que sale, es como... Ah, café largo. Tengo cappuccino, café con leche, café americano. ¿O espresso doble? Expreso doble podría ser, pero es menos de la mitad igual. ¿Sí? ¿Un expreso doble? Sí, gracias. ¿Algo más, chicas? No, gracias. ¿De dónde nos visitan? Yo de la Ciudad de México y mi amiga es de Francia. Ah, súper bien.
Ganz neue Küche. Très typique. Ouais, ça c'est la contraste. Ça, des tamales, tu fais des tamales aussi. Ah ouais, c'est pas mal. Bon, nous on a déjà qu'on avait. Oui, c'est vrai. Platz für Menschen mit Behinderung. In diesem Wagen neben dem Bistro ist etwas angepasst mit einem Sitz hier für die begleitende Person und hier Platz für einen Rollstuhlfahrer zum Beispiel. Und hier sieht man nette Kühe, hübsche Kühe, wunderschöne Natur. Comment je peux demander si la construction elle est. ¿A dónde la construcción del tren? ¿A dónde? ¿Las estaciones? Sí. No. Ah, no, mi amiga pregunta que si el tren es de qué país es la construcción. O sea, yo leí que el tren es una construcción francesa, pero no estoy segura. Ajá, yo tengo entendido que es de Alstom. ¿De Alstom? Ajá, sí, sí, Alstom. de Alstom. Ça a été vendu. Sí, bueno, pero no lo construyeron aquí, ¿no? O sí, o partes aquí. Yo creo que partes sí allá. fueron partes aquí. ¿Dónde es Carla? Carla me dijo que allá en su estado, por Hidalgo, por allá fueron algunas partes. Pero, Ah. ajá. Ok. Est-ce que l'objectif del tren Maya de continuer dans tout le Mexique? Ah, sí, o sea, van a construir más trenes en México, ¿no? Sí, ¿Sí? sí, todavía está. También. ¿Algo más, chicas? No, muchas gracias. ¿Otros? Va a abrir un expreso. On peut pas rentrer dans la première classe. Ouais, il nous a dit qu'il paye pour la C'est privacité. bien, c'est typique ici. Ouais. Ah, c'est eux leur réserve, non? Hola, disculpe, ¿ustedes van de clase Premier? No, solo nos vamos a asomar. Ah, No ok. vamos a entrar. Sí, no podían pasar nada más que hasta esta área, por Sí, favor. aquí nos Vale. quedamos. Ja, Marina hat ihren Kaffee bekommen und hinter uns ist auch die Toilette. Hier ist ganz schön viel Platz. Und vielleicht werfen wir mal einen Blick in die Toilette. Oh, was ist das? Wow. Super modern, sauber, angepasst, adaptiert für andere Kinder, Tisch und Platz für einen Rollstuhl, Spiegel, um den Style nochmal zu kontrollieren. Ja, wir wurden freundlich darauf hingewiesen, dass im vorderen Teil des Zuges die Premium-Klasse sich befindet und Premium zahlt natürlich für seine Privatsphäre. Deswegen bleibt wie hier stehen. Hinter mir ist also die Premium-Klasse. Ja, wie in jedem Zug gibt es eben eine Premium-Klasse und eine zweite Klasse. Wir sind zweite Klasse. Wir sind normale Menschen, normale Bürger. Wir haben keine Premium-Klasse, brauchen wir auch nicht, weil die zweite Klasse, die Touristenklasse, extrem bequem ist und ja, ¿cómo se llama Marina? Mi kids boots, pero no hablo español. Entonces, Nihongo de Shabemashouka. Ja, weil Marina spricht Japanisch, Deutsch, nein. Japanisch, Englisch, Serbokroatisch, Französisch. Ja, aber wir haben jetzt mal eine Kurzversion auf Japanisch, wie Marina den Zug findet. そうですね。まあちょっとこれからは日本語でいきましょうか。今年は11月2024年11月でメキシコまで友達と一緒に旅に出ようと思って今日はトレンマヤで今年再開された電車マヤカンクンの地方カンクンまで電車が行く予定なんですけど、私たちはパレンケ駅からカンペッチ駅まで旅に出ようと思って結構好印象ですね。電車も帰ってきてとても綺麗で、簡単に行けるし、それはやっぱり飛行機よりも全然簡単で旅に
出ることができますので、それはおすすめです。はい、大丈夫です。はい、楽しみ。ありがとうございます。楽しみにしてます。カンペンチまで、はい、プライヤーなのですから、ビーチまで行けるし、泳げるし。綺麗です。プライヤーは綺麗です。そうですね。いろいろ。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。Gracias, gracias. Aber Boca del Cerro ist mir jetzt wieder eingefallen. Erste Station nach Palenque. Schicker Bahnhof hier. Ich habe einen Tamal dabei. Das ist in einem Bananenblatt gedämpft. So sieht es aus. So, Tamalito. Das ist Maismehl mit Bohnen. Lecker, lecker Frühstück. Und Kochbananen haben wir noch. So sieht der Zug aus. Wir haben mit im Bistro mit dem Barista gesprochen und er hat gesagt, der Zug ist von Alstom. Alstom ist also ein französisches Unternehmen, zum Teil wahrscheinlich in Frankreich gebaut und zum Teil in Mexiko zusammengeführt. Die Zugteile, wie auch immer, die Details kenne ich nicht, aber kann man bestimmt nachforschen, wie genau das gebaut wurde, der Zug. Und ja, dieser Bericht ist politisch neutral, wollte ich nur mal darauf hinweisen. Es handelt sich um eine touristische Erfahrung von meiner Freundin Marina und mir hier im Tren Maya in Mexiko. Natürlich haben solche Bauprojekte auch kollaterale Ereignisse, aber mein Bericht hier ist vollkommen neutral und informiert euch gerne selbst über dieses Bauprojekt des Tren Maya, über Mexiko als Land. Es gibt viele Ressourcen und ich bringe euch mit viel Vergnügen Mexiko näher in meinen Videos. Auf meinem Channel geht es natürlich ums Stricken, aber da ich aus persönlichen Gründen hoffentlich in Zukunft auch weiterhin regelmäßig nach Mexiko kommen werde, finde ich es schön, euch auch diesen Teil von mir näher zu bringen und euch meine Erfahrungen hier näher zu bringen in diesem wunderschönen Land, das sehr reich ist in sehr vielen Aspekten. Und ich genieße die Zugfahrt. Ich werde euch sicher auch noch die Ankunft zeigen, wie die Ankunft ist. Gerne könnt ihr noch andere Videos schauen über Mexiko, die ich auf meinem Channel habe, die ich letztes Jahr veröffentlicht habe, also vor ein paar Monaten veröffentlicht habe, oder auch aktuell werde ich sicher noch ein, zwei Videos noch machen über diese Reise, die ich hier in Mexiko gemacht habe. Und ich freue mich sehr über eure Kommentare. Ich fand sehr interessant, dass an der Station in Palenque ein Herr am Mikrofon den Passagieren erzählt hat, welche sozioökonomischen Vorteile dieser Zug bringen könnte. Und hoffentlich wird es auch so eintreten. Es gibt noch weitere Zugbauprojekte in Mexiko, soviel ich weiß, von Mexico City nach Toluca und andere Projekte, über die ich jetzt nicht Bescheid weiß. Aber das ist mit Sicherheit gut, erfreulich. Und ich finde es auch schön, dass in Mexiko der soziale Aspekt immer so wichtig ist. Denn wenn man in Deutschland oder in Frankreich den Zug nimmt, dann ist jeder in der Regel für sich und es wird nicht unbedingt gequatscht und man lernt nicht wirklich Menschen kennen. In Mexiko ist es anders.
Menschen unterhalten sich einfach viel spontaner untereinander. Gerade habe ich zum Beispiel einen Austausch beobachtet zwischen einem Deutschen und einem Mexikaner, die einfach ins Gespräch gekommen sind. Oder auch Mexikaner untereinander natürlich, fangen einfach an zu quatschen und erzählen, woher sie kommen, was sie machen. Und das finde ich immer sehr schön. Das heißt, der Zug wird hier auch wie ein sozialer Ort genutzt, wo man sich austauschen kann, ins Gespräch kommt und das ist lebhaft und nicht so jeder für sich in seiner Welt am Arbeiten am Computer, wie in der Deutschen Bahn, wo alle genervt sind und keiner Lust auf die anderen hat, aber den Zug einfach nehmen muss. Hier wird es anders gelebt und das finde ich wirklich schön, dass man hier mit anderen Menschen in Kontakt kommen kann und sich austauscht, sich unterhält. Wie in vielen Transportmitteln zum Beispiel ist es auch total normal, hier in Mexiko mit dem Taxifahrer zu quatschen oder mit Menschen einfach kann man sehr leicht ins Gespräch kommen und neue Bekanntschaften schließen und auch Informationen austauschen. Das ist vor allem sehr hilfreich, wenn man eben auf Reisen ist und manchmal nicht immer weiß, wie man von A nach B kommt. Ist die effektivste, einfachste Methode einfach fragen, sich durchfragen und dann kommt man ans Ziel. Und das finde ich super, dass es hier in Mexiko einfach so einfach ist. ¿El Tren Maya? ¿Mande? ¿Es la primera vez que se sube al Tren Maya? Sí. ¿Y qué le parece? No, me gustó, me encantó. Llegué a Cancún. Sí. Y luego de Cancún me fui a Valladolid 5 días. Ajá. Y luego me fui a Mérida 5 días. Y luego a Campeche otros 5 días. A Palenque 3 días. Y ahora regreso a Cancún 3 días más y luego ya me regreso. Ah, o sea, se la pasó de vacaciones con el Tren Maya. Quería conocerlos. Entonces no es la primera vez que se sube hoy. No, ya he hecho varias paradas. Ah, ok. No, muy suave todo. Muy bonito. ¿Ustedes dónde son? Yo vivo en la Ciudad de México y mi amiga vive en Francia. Pues con razón habla muy bonito español. Claro. Sí. Sí. ¿Francés? ¿Ella es francesa? Sí, ella es francesa, sí. Pues qué bueno que te tiene a ti porque así ya puedes hablar por ella. Sí, ahí vamos sí. Bueno, es la primera vez que hago este viaje, así que paso por Chiapas y que voy a Campeche, entonces las dos estamos descubriendo. Pero pues sí, pues a ella sí le beneficia que yo hable el español. Sí, mucho. Sí. Está bien. Entonces ya hizo varios tramos y todas las estaciones que ha conocido ya están terminadas. No, hay unas que todavía no están trabajando todavía en ellos, pero está muy bonito, todo muy suave. Acá en Palenque es en el que menos días me quedé y tal vez debía de haberme quedado más días porque hay muchas cascadas, muchos bosques y todo. Me faltó ver. ¿Fueron ustedes a las cascadas? Sí, fuimos a la Agua Azul y a las cascadas de Roberto Barrios. Me gustó más la de Roberto Barrios que porque había muchas cascadas, bajaban hasta mero abajo. Sí. Pues yo también, yo me separé del grupo y me fui para allá más abajo y encontré un lago yo solo, ahí nadando yo solo. Sí. Me sentía como en el paraíso ahí. Sí, también me gustaron más las de Roberto Barrios porque había muy poquita gente y también había como varios lugares para meterse. Nos metimos arriba, en medio y todo abajo. Sí, todo, pero yo me fui solo, me voy a separar un rato y me fui más adentro. Ah, ya. Laguna más bonita allá abajo. Sí. Solo ahí nadando un rato. Ah, qué bien. Muy bonito todo.
ojalá que lo cuiden porque está muy bonito. Sí, ojalá que sí. Pienso regresar en marzo otra vez. Nunca había conocido yo para este otro lado. Y ahora con el Tren Maya es la oportunidad de conocerlos. Sí, es muy fácil con el tren. Pues apenas lo inauguraron este año, ¿verdad? Sí, apenas. Sí. Va a cumplir un año. Y ahora que lo hagan más grande, que ya puede uno dar toda la vuelta, va a estar mejor. Sí. Wir haben es gleich geschafft. Hier steht schon nächste Station, San Francisco de Campeche. Ja, Ankunft in San Francisco de Campeche. Der Zug ist fast angehalten. Gracias, señorita. Wir sind in San Francisco. Ah, está bien. Gracias. Con cuidado. Sí. Ausstieg in der Station San Francisco de Campeche. Wir sind angekommen, es ist warm. Ich kann den Pullover gleich ausziehen. Wir sind hier am Gleis. San Francisco de Campeche. Wir verabschieden uns vom permettre de tout, il y a un mec qui m'a regardé dans le train, il m'a fait le latino lover. Hey. T'ouvres un peu plus ou pas? C'est tout sur la vidéo, hein? Ah oui, d'accord. C'est très bien. Vous connaître le local. Bueno, bye Tren Maya. Hasta la próxima. Al tren. Ya llegamos a Estación San Francisco de Campeche. Bienvenidas a nosotras. Ajá. Aquí. Da ist der Tren Maya. Station San Francisco de Campeche. Alles sehr flott. Wir fahren jetzt mit der Rolltreppe nach oben. Und ja, dann tschüss, Tren Maya, bis zum nächsten Mal. Aber das Video ist noch nicht fertig, denn wir zeigen euch jetzt noch, wie man vom Tren Maya nach San Francisco de Campeche, also nach Campeche Mitte, Zentrum, gelangt. Und zwar hat mein netter Sitznachbar mir erklärt, wir können uns ein Busticket kaufen, mit dem öffentlichen Bus fahren für 30, 40 Pesos. Das ist natürlich günstiger als Taxifahren. Heute Morgen waren wir aber ein bisschen in Eile und haben eben ein Taxi genommen in Palenque. Aber in Palenque gibt es auch die Möglichkeit, mit dem öffentlichen Bus oder mit dem ADO-Bus zum Bahnhof zu kommen, auch für 30, 40 Pesos, viel günstiger. Heute Morgen hatten wir es aber eilig, deswegen haben wir ein Taxi genommen. Aber jetzt nehmen wir ganz klassisch den Bus. So sieht also der Bahnhof aus in San Francisco de Campeche. Kleiner Rundblick im Bahnhof. Und es ist warm, ich kann gleich mein Jäckchen ausziehen. Ja, so sieht der schicke Bahnhof in San Francisco de Campeche aus. Hier gibt es einen schönen Wartebereich, Ventilatoren und hier sind die Gleise, die Zugschienen. Ja, so sieht's aus. Und hoffentlich erwischen wir jetzt gleich einen Bus. Wir müssen nicht so lange warten, damit wir zu unserer Unterkunft kommen. Super bonito. Ja, der Tren Maya war wirklich immer sehr, sehr sauber. Das Personal ist regelmäßig durch den Gang gelaufen und hat Müll eingesammelt. Und die Toiletten auch sauber. Das Personal sehr freundlich, wirklich super bequem. Die Sonne ist ziemlich stark. Hier sind wir auf dem Busplatz. Und hinter mir seht ihr Tren Maya, Estación de Campeche. Ça doit être celui-là alors. Ich glaube, da kommt der Bus. Ja, genau. Da hinter mir seht ihr den Bus. Ich hoffe, das ist dieser Bus.
No, queremos. Wir haben uns geirrt. Der Bus ist auf der anderen Seite. Ein netter Mitarbeiter hat uns jetzt zurückgerufen und zeigt uns den Weg. So, wir mussten gar nicht die Rolltreppe runter, sondern nur vom Gleis hoch in den Bahnhof und jetzt durch die andere Tür raus. Und da sind die Busse, die einen wirklich direkt vor der Tür abholen. Und ja, ich freue mich, dass wir da jetzt einsteigen und bald ankommen. Attends, mais je suis pas sûre que ce soit celui-là. Ça, c'est peut-être un hôtel. Je crois que c'est celui-là. Vamos a Campeche. ¿Conoces de allá? Gracias. So. Wir haben jetzt den richtigen Bus gefunden, weil alle hier so freundlich sind und uns richtig hinweisen. Si, por favor. 50 par personne. So, das ist der Bus und die nette Dame verkauft uns jetzt Tickets. 50 Pesos pro Person, 2,50 € circa. Und hier kann man noch auf die Gleise blicken. Ja, da ist der Zug. Ich weiß nicht, wie viele Züge es gibt, aber auf jeden Fall sieht man da den Zug, die Gleise. Und wir steigen jetzt in den Bus hier und fahren jetzt ins Zentrum. So, wir sind im Bus. Die Fahrt dauert ca. 20 Minuten. Die Klimaanlage hier ist volle Kanne an, viel krasser als im Zug. Und dann, der Bus ist schon fast voll, die hinterste Reihe ist noch frei. Das heißt, ich denke, wir fahren bestimmt schnell los und sind dann in ca. 25 Minuten in Campeche Zentrum. Und ja, da nehme ich euch noch hin mit. Und mit Sicherheit werde ich dann noch filmen und weitere Videos mit euch teilen, Eindrücke, Erlebnisse, schöne Landschaften, schöne Orte hier in Mexiko, also bleibt dran. Und ich lade euch auch ein, meine anderen Videos zu gucken über Mexiko und natürlich auch über das Stricken. Heute trage ich auch ein selbstgestricktes Jäckchen, das Mariposa Cardigan. Und das habe ich immer sehr gerne dabei auf Reisen. Es ist sehr, sehr praktisch. Und ja, gleich geht's weiter. Hier noch ein schöner Blick von außen auf den Bahnhof in San Francisco de Campeche. Hier ist auch ein großer Parkplatz. Und gleich fahren wir an dem unteren Bereich vorbei, wo wir uns erst verlaufen hatten. Ja, aber dann haben wir trotzdem noch gut zum Bus gefunden. Ja, genau, hier standen wir vorhin und waren ein bisschen planlos. Jetzt sind wir auf der sicheren Fahrt ins Zentrum. So sieht es also aus hier in San Francisco de Campeche an der Tren Maya Station, die sehr gut angebunden ist. So, wir sind jetzt hier angekommen, Marina und ich. Ja, On est bien arrivé. bien arrivé, ça sent la mer. Ja, es riecht nach Meer, es riecht nach Strand. Hinter uns das Meer. Man konnte auf einer guten Strecke im Bus das Meer sich angucken. Ja, wir nehmen euch nachher noch mit ans Meer. Aber jetzt gehen wir erstmal Gepäck abladen. Und ja, weiter geht's. Tschüss, Bus, da ist der Bus. Tschüss, tschüss. So, wir betreten nun Campeche. Das ist das Tor zum Meer. Da sieht man die Kirchtürme und sieht aus, als ob es hier eine Festung gegeben hätte. Es ist mein erstes Mal in Campeche und das sieht aus wie eine ehemalige Festung. Und hier wird etwas gebaut für eine Party oder so. Ein Fest auf diesem Platz. Und ja, wir laufen jetzt durch das Tor des Meeres und sind dann offiziell in Campeche angekommen.
müssen jetzt nicht mehr so weit laufen. Hoffentlich. Hier sind schöne bunte Häuser. C'est tout droit? Und wir laufen weiter geradeaus, sagt Marina. Ah, die Luft ist angenehm. Sorry für das wackelige Video, aber ich habe so, meine Hände sind voll und keine Energie mehr, erschöpft, Hunger. Ja, wir begrüßen noch den Piraten. Casa Don Gustavo. Hallo Pirat. All buddy. Ça va bien? Vamos a bebida de tequila. pero la comida en primero. La comida primero. Erst essen und dann ins Meer hüpfen. C'est mon pirate des Caraïbes. Est-ce qu'il y a la mer des Caraïbes à côté? C'est mon pirate des Caraïbes. C'est beau, hein? Ouais, franchement, ma première impression est vraiment très positive. C'est super joli. Apparemment, ça c'est la rue 59. Enfin, pas apparemment, c'est la rue 59. Et le monsieur dans le train, il m'avait dit que nous recommandait de faire la rue 59. C'est ici où il y a tous les restos, les clubs et tout. Juste à côté alors. Le soir, je pense que ça devrait être bien ici. C'est trop drôle, les ambiances sont vachement différentes. Comment? Les ambiances sont vraiment différentes. Enfin, c'est normal, on a été dans les hauteurs, la montagne, après on a été plutôt côté jungle, donc on est descendu à 200 mètres, alors qu'on était à 2200 mètres, et là on arrive à la plage, c'est encore un autre paysage, mais ouais, c'est trop beau, on reconnaît, il y a toujours des couleurs partout, et les gens sont toujours trop sympas. Ouais, ça c'est vrai. Franchement. Ja, bis hierhin haben wir eine sehr schöne Erfahrung gemacht, Marina und ich. Wir sind in Mexico City gestartet und dann sind wir nach San Cristóbal de las Casas geflogen und gefahren. San Cristóbal de las Casas auf 2200 Metern Höhe, also waren wir in den Bergen. Tagsüber war es warm, aber abends war es schon kalt, ziemlich kalt und auch etwas feuchtes Klima. Und dann sind wir mit einem Tour, mit einer Exkursion nach Palenque gefahren. Palenque ist auf 76 Höhenmetern und nun sind wir mit dem Tren Maya in Campeche angekommen. Ein ganz schönes Abenteuer von den hohen Bergen. Ich meine, Mexico City ist auch auf 2000 Metern Höhe. Das heißt, wir sind in der Höhe geblieben erstmal und dann von San Cristóbal de las Casas mit einer Exkursion mit einem Tourbus runtergefahren und mit dem Zug dann wirklich bis auf Level 0 angekommen. Und ja, jetzt sind wir hier noch ein paar Tage und genießen einfach und machen Urlaub, so wie es sich gehört. Ah, c'est une vidéo? Ouais. Ok, vamos a comer camarones, tortilla de camarones y tacos de camarones, la typical comida de Campeche. Ja, ich habe einen Pan de Cazón bestellt, das ist typisch hier in Campeche und das ist ein sehr berühmter Fisch, Dogfisch, Hundefisch, wer weiß, in Tomatensauce mit Tortillas. Ich freue mich drauf. Marina und ich haben zweimal im Restaurant Santo Taquito gegessen. Beim zweiten Mal habe ich Papazules probiert und einen Cocktail de Camarones, also einen Shrimps-Cocktail. Marina und ich teilen uns immer das Essen, das ist sehr praktisch, dann kann man immer von allem ein bisschen probieren und wir waren sehr froh, endlich angekommen zu sein. Dieses Restaurant ist in der Calle 57, also Straße 57
Und hier kommt noch ein kurzes Video von dem Pan de Cazón. Das ist also dieser Fisch oder kleiner Haifisch, sagen die lokalen Menschen, der zwischen den Mais-Tortillas ist in einer super leckeren Tomatensauce. Und die Mais-Tortillas waren hier von Hand gemacht. Und Marina hat Tacos de Camarón bestellt. Tacos de Camarón in verschiedenen Formen. Das heißt frittierte Camarones, aber auch Camarones mit Knoblauch. Es war wirklich super, super lecker. Ein Gaumenschmaus. Hier gibt es eben sehr frische Mariscos, Meeresfrüchte in Campeche. Wir haben lecker gegessen, Marina und ich, und sind auf dem Platz der Unabhängigkeit und schauen uns etwas um hier in Campeche. Und ich zeige euch noch ganz kurz die Kathedrale, die hier hinter mir ist. Und jetzt versuchen wir es zur Strandpromenade zu gehen. Ils sont trop beaux les nuages. Ouais, c'est magnifique. J'ai senti l'aile du pigeon. T'as baptisé? Um den Tag ausklingen zu lassen, sind wir zum Malecón gelaufen. Sonnenuntergang war circa um 18 Uhr und wir hatten wirklich einen traumhaften Sonnenuntergang hier an der Strandpromenade. Schicker Fahrradweg, traumhaft schöne Wolken, das Meer ist etwas windig, aber es ist wirklich sehr, sehr schön. Und morgen gehen wir sicher ans Meer zum Baden. Und hier seht ihr Campeche. Wir sind angekommen. Schaut euch nur diese traumhaften Farben an, die der Himmel uns beschert hat. Die Wolken sahen aus, als wären sie sehr, sehr tief, und das Rauschen des Meeres hat sich sehr schön angehört. Wir konnten super schön entspannen. Die Farben waren super intensiv und so haben wir den Tag ausklingen lassen mit der Vorfreude auf die letzten Urlaubstage. Auf dem Platz vor dem Tor zum Meer haben wir Tänzerinnen gesehen, die mexikanische Tänze geprobt haben. Aus Copyright-Gründen habe ich die Musik entfernen müssen. Aber auf diesem Platz hat man wirklich sehr schöne Aktivitäten beobachten können. Auch Musiker, die geprobt haben, Tänzerinnen, die tanzen oder Menschen aus Campeche, die anderen Aktivitäten nachgehen. Auf jeden Fall sehr schöne Stimmung und sehr unterhaltsam. An der Strandpromenade gibt es auch mehrmals in der Woche eine schöne Lichtershow mit Springbrunnen und Musik, die ich hier ebenfalls rausgeschnitten habe. Diese Show hat mein Zugsitznachbar mir empfohlen. Es war ganz schön, wir wurden ein bisschen nass. Ja, es war eine ganz nette Show. Muss man aber auch nicht unbedingt machen, kann man auch verpassen, wenn man andere Pläne hat. Aber es ist auf jeden Fall eine sehr schöne Stimmung und die Treppen, auf denen man sich da hinsetzt, waren voll. Es ist also auch eine Möglichkeit, um vielleicht in Kontakt zu kommen mit anderen Touristen oder Bewohner aus Campeche und ja, einfach den Abend zu genießen und in den Himmel zu schauen. Vielen Dank, wenn du bis hierhin geguckt hast, dann hinterlass mir doch einen Hashtag Campeche oder ein Hashtag Mexiko in den Kommentaren und schau dir gerne noch meine anderen Videos über Mexiko an und natürlich meine Videos übers Stricken. Schön, dass du dabei warst und bis zum nächsten Video. Ciao!